Brettspiele sind nie unschuldig. Spielen generell ist nicht unschuldig. Brettspiele sind hochpolitisch und als solche durchaus gefährlich. Meistens ist da keine Absicht dahinter, es ist einfach nur, wurde nicht sensibel genug am Thema gearbeitet. Meiner Meinung nach fehlt so ein bisschen dieser Aufschrei in der Community, die zwar ernst genommen werden wollen, aber gleichzeitig sagen, wenn es um kritische Themen wie Rassismus, wie Kolonialismus geht, sagen, das Thema, es sind doch nur Spiele. Weil das Spielthema so wirksam ist, haben natürlich auch Menschen sich überlegt, damit auch ihre Ideologien an die Kinder zu kommunizieren. Ganz interessant ist, dass sehr viele Spiele ja einen latenten Kolonialismus-Touch in sich tragen. Ja? Es gibt sehr viele Spiele, die beschäftigen sich damit, irgendwas zu besiedeln. In Brettspielen wird oft das Thema Kolonialismus genommen, um so ein gewisses Setting zu kreieren. Es gibt Spiele, die quasi in der Karibik spielen, wo man dann letztendlich als Händler oder als Verwalter quasi hinkommt und da versucht, Ressourcen zu verwalten. Und letztendlich ist es so, dass viele Spiele dieses Thema aufgreifen, ohne unbedingt unmittelbaren einen Bezug zu dem Thema haben zu müssen, sondern vielmehr, sie haben das Thema, um auch so eine gewisse Exotik, so eine gewisse Faszination auszulösen. Diese simple Überstülpung des Themas, ohne reflektiert zu benutzen, Kolonialismus als Thema und oft auch diese Abstraktion von Kolonialismus, ist meiner Meinung nach sehr schwierig, weil das dazu führt, diese Diskurse, die im Kolonialismus entstanden sind und die sich bis heute durchziehen, durch Brettspiele auch gefestigt werden. Ich bin Edwin Lischka. Ich forsche als Erziehungswissenschaftler und betrachte Brettspiele aus postkolonialer Perspektive. Ein Beispiel ist Puerto Rico, in dem man einen Verwalter von Plantagen spielt und in diese Plantagen kleine braune Spielsteine einsetzt, die dann quasi die Arbeit für einen erledigen. Diese Objektivierung von menschlichem Leben, wie es damals war, führt zu einer gewissen Abstumpfung auch beim Spieler. Also man merkt gar nicht, was man eigentlich gerade macht. Das bildet sozusagen Gedankenmuster ab, die wie selbstverständlich in Anführungsstrichen, wenn man die Autorin fragt, implementiert worden sind. Und erst dadurch, dass andere sich darüber beschweren, kommt man vielleicht auf die Idee, eine Neuauflage zu produzieren und eben auch eine neutrale Farbe zu verwenden. Also wenn ich mir gucke, klar, es gibt insbesondere eine Auseinandersetzung zum Thema Kolonialismus. Also da kann es sein, dass Spielekritikerinnen und Kritiker, auch ich selbst, ich bin auch schon lange dabei, auf solche Sachen doch zu wenig geachtet haben. Also gerade auch dieses Thema fremde Kulturen, das gibt es ja oft im Brettspiel. Man denkt da nicht drüber nach und gleichzeitig könnte man das aber. Man könnte durch das Thema Kolonialismus auch anregen, darüber nachzudenken und darüber ja auch kritisch zu denken. Und diese kritische Reflexion, die beim Spielen passieren kann, passiert meiner Meinung nach zu wenig. Spiele sind natürlich Unterhaltung, aber sie transportieren ja auch eine Idee, eine thematische Idee. Und da muss ein Autor, ein Verlag einfach auch mal überlegen, worum es dabei geht.
Kolonialismus und andere schwierige Themen dürfen in Brettspielen als Thema verarbeitet werden. Aber wenn sie verarbeitet werden, dann ist es mir wichtig, dass die Verlage und die Autoren, die das Spiel produzieren und auch entwickeln, dass sie sich überlegen, warum machen sie das? Also es geht immer nach der Frage, warum benutze ich jetzt das Thema Kolonialismus? Ist es, weil es halt nett ist und quasi verkaufbar ist? Oder ist es, weil ich damit wirklich was bewirken will? Möchte ich Reflexionen bewirken? Möchte ich die Spieler dazu anstoßen, dass sie über das Thema kritisch nachdenken? Diese Frage nach dem Warum, die muss meiner Meinung nach ganz zu Anfang gestellt werden. Meistens ist da keine Absicht dahinter, es ist einfach nur eine nicht besonders sensibel, also wurde nicht sensibel genug am Thema gearbeitet, das wurde halt so ein bisschen wegignoriert. Und es gibt aber auch die Gegenbeispiele. Es gibt zum Beispiel ein ganz tolles Spiel, das ist ein kooperatives Spiel, bei dem wir die Gegenseite verkörpern. Wir sind nämlich Naturgeister einer Insel, die von europäischen Siedlern besiedelt werden soll. Und wir müssen sozusagen mit unseren Zauberkräften dafür sorgen, dass diese europäischen Siedler, die hochaggressiv sind, die sich vermehren wie die Fliegen, ja, die immer wieder mit neuen Wellen kommen und alles platt machen, unsere schönen Urwälder abholzen und so weiter, dass wir die wieder vertreiben. Ja? Also, und da sieht man ganz deutlich, dass sozusagen da auch mal so ein Perspektivwechsel eingetreten ist, der ganz toll ist und und das können Brettspiele halt auch. Meiner Meinung nach fehlt so ein bisschen dieser Aufschrei. Der Aufschrei in der Community, die zwar ernst genommen werden wollen, auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch ganz oft sagen, wenn es um kritische Themen wie Rassismus, wie Kolonialismus geht, sagen, das Thema, es sind doch nur Spiele. Das Medium des Spiels ist nicht per se gut. Das Medium des Spiels hat seine absoluten Untiefen und es kann durchaus extrem missbraucht werden, so wie alles in unserer Welt. Ich bin Karin Falkenberg, ich bin die Leiterin des Spielzeugmuseums in Nürnberg. Brettspiele sind nie unschuldig. Spielen generell ist nicht unschuldig, so wie wir alle auch als Menschen immer unsere Vor- und Nachteile in uns tragen. Weil das Spielthema so wirksam ist, haben natürlich auch Menschen sich überlegt, damit auch ihre Ideen, ihre Ideologien an eben die Kinder oder an die Spieler zu kommunizieren und indirekt dort auch Weltbilder implementiert, die möglichst adaptiert werden sollten oder die indirekt gelernt werden sollten. Wenn wir uns mal die Spiele des Ersten Weltkrieges angucken, da sieht man auch, wie eben natürlich das Thema Soldatensein verherrlicht worden ist, wie das Thema für sein Vaterland sein Leben opfern zu wollen, zu können, versucht worden ist, propagandistisch nach vorne zu treiben. Besonders krass sehen wir es natürlich auch bei den Brettspielen, die im Nationalsozialismus produziert worden sind, wo wirklich aus einem kleinen Pimpf, bitteschön, eben ein Frontsoldat werden sollte. Und die Verherrlichung des Krieges, das spielerisch abzubilden, wenn wir uns das heute eben angucken, erscheint es uns einfach nur grausam und schrecklich. Rassismus in Spielen, da gibt es viele Beispiele. Der Schwarze Peter ist deswegen so ein spannendes Beispiel, weil es ja ein klassisches rassistisches Kartenspiel, das war meistens zur Kolonialzeit ein schwarzer Mann. Es wurde dann später so ein bisschen sensibler gehandhabt. Es wurde dann ein Schornsteinfeger oder ein schwarzer Kater. Aber die ursprüngliche Idee ist eine klassisch rassistische. Derjenige, der am Schluss diese Karte in der Hand behält, diese schwarze Peter-Karte, der hat auch noch verloren. Also das Spielprinzip ist rassistisch und die Darstellung war meistens auch alles andere als wertschätzend.
Dieses ganze Thema Rassismus ist hochsensibel und extrem komplex. Bei diesem Thema will ich niemanden in Schutz nehmen, auch mich selber nicht, aber es ist eine Veränderung des Denkens. Ich muss mich selber erziehen, dass ich anders denke, besonders als weiße Deutsche der Mehrheitsgesellschaft. Ich habe keine rassistischen Erfahrungen. Punkt. Ich habe vielleicht eine Diskriminierungserfahrung, aber keine rassistischen Erfahrungen. Wir sehen heute, dass auch Brettspiele, wenn sie nicht eben vielleicht eben von diversen Teams und heterogenen Teams gespielt worden sind, auch noch eben versteckte, diskriminierende Elemente enthalten können. Mir persönlich fällt auf, dass das Thema, also dass schwierige Themen oftmals eher im angloamerikanischen Bereich angesprochen werden. Die haben da eine gewisse Sensibilität dafür, die wirklich sehr genau darauf schauen, was versucht das Spiel zu machen und was könnte auch quasi kritisch betrachtet werden. Das Beispiel, was wir uns jetzt ja angucken können, ist ja gerade auch eben als Kennerspiel des Jahres Paleo eben ganz aktuell benannt worden. Das wurde von einem Blogger, Shut Up and Sit Down, kritisiert, dass in diesem Spiel letztendlich nur Menschen mit sehr heller Hautfarbe abgebildet wurden. Also, wir sind im Paläozän. Wir wissen das, weil es Mammuts gibt. Und die sind da ausgestorben. Und dann merkst du, alle, die du in Paleo spielen kannst, sind weiß. Und wenn wir uns eben natürlich das angucken, wo kommt eigentlich dann die weiße Hautfarbe her, und wir haben mit einem Steinzeitspiel zu tun, dann kann man einfach mal, wenn man da halt die Anthropologen irgendwie halt fragt und die Menschheitsentwicklungsgeschichte sich anguckt, nur feststellen, Menschen müssten wohl damals eher dunkelhäutiger gewesen sein als eben weiß. Was ist für uns Steinzeit? Was für ein Bild haben wir da als weiße Deutsche im Kopf? Und Paleo ist in diese gleiche Falle getappt. Und das ist aber auch kein böser Wille, sondern das ist einfach, wir sind alles Amateure, wir sind alles weiße Männer. Da zähle ich mich auch mit rein, logischerweise. Und das ist ein Problem der ganzen Branche, dass wir die Probleme nicht sehen als weiße Männer, wenn man uns nicht darauf aufmerksam macht. Autoren sind, so wie wir alle, nicht davor gefeit, bestimmte Dinge, die diskriminierend sein könnten, vielleicht nicht wahrzunehmen. Wir sind alle nicht perfekt. Wir haben alle Menschen einen gewissen Erfahrungshorizont und müssen erst damit konfrontiert werden, dass aus der Sozialisation, aus dieser privilegierten Umgebung, aus der wir vielleicht kommen und mit Stereotypen, die wir im Kopf haben, Konflikte erzeugen. Hans im Glück hat ja darauf auch reagiert und hat gesagt, oh ja, ihr habt vollkommen recht. Und wir müssen jetzt auf alle Fälle schon in der Erweiterung darauf reagieren. Wir machen da ein deutlich breiteres Bild rein und möchten da auch andere Leute zeigen, vollkommen richtig, so wie es eigentlich war. Und ich glaube, in der Neuauflage möchten sie das definitiv auch ändern. Je mehr Menschen an Spielen mitwirken und je mehr Beratung man sich auch holt, umso besser ist oft das Ergebnis, gerade bei diesen Gefahren, alte Stereotype einfach ungesehen wieder zu bedienen. Und deswegen ist es wichtig, dass Brettspiele natürlich alles widerspiegeln, was wir auch sind. Und Diversität und Inklusion ist natürlich deswegen wichtig, damit man sich auch wiedererkennt im Spiel und dass man auch keine Stereotypen weiter propagiert, die vollkommen unnötig sind.
Die Rollenbilder, die wir in unserer Gesellschaft haben, haben wir ganz häufig auch in Spielen und in Spielzeug. Diese Rollenbilder zu überwinden, ist schon in der Realität eine große Herausforderung, denn sie sind tradiert, sie sind drin, sie sind immer wieder, sie verstärken sich immer wieder, sie werden unbewusst weitergegeben und natürlich finden die sich 1:1 auch in Spielen und 1:1 auch in Spielzeug. Keine Frage, dass das vielleicht in den früheren Jahren einfach noch nicht so viel im Bewusstsein war. Das hat auch irgendwie niemand gestört, aber ich glaube, es hat auch niemand bemerkt. Ja? Jetzt ist es natürlich ganz anderes. Und ich merke ganz genau, dass meine Tochter, wenn es in einem Spiel keine weiblichen Figuren gibt, dann will sie das auch nicht spielen. Ich bin kein Forscher. Aber es bringt auch niemanden um, da mal eine Frau abzubilden. Und das ist genau der Punkt. Und genau wie man auch einfach mal eine Ritterin zeigen kann im Mittelalter, das würde niemanden umbringen. Und man kann das machen, man kann diese Vorbilder geben. Wir bringen nächstes Jahr ein Spiel raus, da gibt es selbstverständlich die Paladinen. Und die sieht ganz normal aus und auch nicht irgendwie hier halbnackt. Denn auch das sind natürlich alles diese typischen, ne? Als ob weibliche Charaktere nichts anhaben müssten, während die Männer hier hart gepanzert sind. Aber vor allem geht es im Moment um eine sprachliche Diskussion. Wie kann man am besten alle einschließen, nicht nur Männer und Frauen, sondern auch diverse Personen. Und da versucht quasi jeder Verlag so ein bisschen das Beste draus zu machen und seinen eigenen oder den richtigen Weg zu finden. Wir sprechen schon seit sehr langer Zeit die SpielerInnen in der Regel direkt mit du und ihr an. Dadurch ist der Großteil automatisch gegendert. Es ist eine Umstellung, aber die Umstellung passiert. Und die passiert nicht nur bei uns, sondern die passiert auch generell in der Branche und das ist gut so. Genauso wie man zum Beispiel auch People of Color darstellen kann und es auch gar kein Problem ist. Was wir auch schon gemacht haben, da haben wir dann halt einen Bischof, der POC-Bischof mit aufs Cover gemacht, wo wir gesagt haben, sicherlich gab es den, warum auch nicht? Wenn wir Brettspiele diverser gestalten, hat es auf jeden Fall einen Einfluss auf Menschen, weil die Realität stärker abgebildet wird. Wir haben in unserer Gesellschaft nicht ganz die Hälfte mittlerweile Menschen mit Migrationshintergrund, gerade in den Großstädten. Und diese Realität einzubeziehen in spielerischen Alltag, einzubeziehen in Lernen durch Spielen, in vergnügliche Momente, in das, was wir in unserer Freizeit gerne tun, wenn wir spielen und wo wir uns auch gerne weiterentwickeln. Das da gut mit einzubauen, verändert natürlich die Wahrnehmung. Brettspiele können auf jeden Fall zum Denken anregen. Also es gibt Spiele, die haben sehr ernste Themen. Beispielsweise das Spiel This War of Mine, in dem man quasi im Kontext von Krieg spielt, aber nicht als ein kriegerischer, also nicht als ein Soldat, sondern aus der Perspektive derjenigen, die als Zivilisten in diesem Kriegsumfeld leben müssen. Und die Geschichten und Emotionen, die das Spiel auslöst, also die Geschichten, die man erlebt dadurch, die haben mich zumindest dazu gebracht, da ganz schwer darüber nachzudenken und auch zu hinterfragen, wie oft quasi Gewalt in Medien vorkommt und was das eigentlich oft auch für eine verherrlichende Sichtweise ist auf Gewalt. Es gibt einfach Spiele, die haben wirklich auch düstere Themen. Also es gibt ein Spiel zum Beispiel, Le Poilu heißt das. Da geht es um eine Gruppe von Kameraden im Ersten Weltkrieg und wie die sozusagen die Schützengräben überleben. Ja?
tolles Spiel mit einem der Zeichner, der bei den Attacken gegen Charlie Hebdo gestorben ist. Das ist ein kooperatives Spiel und wir müssen das gemeinsam schaffen, sozusagen das zu überstehen, diese Zeit. Und natürlich ist es düster und es ist auch irgendwie was einen bewegt vielleicht, aber es macht trotzdem Spaß. Es gibt ein Spiel, bei dem man einen Menschen auf seinem Sterbebett begleitet und seine letzten Erinnerungen sammelt. Das sind ernste Themen. Das sind Themen, die nicht Friede, Freude, Eierkuchen sind. Gerade im amerikanischen Raum gibt es Spiele, die sich genau mit diesen ernsten Themen beschäftigen. Dass heute Ihre Ausreise. Das ist tatsächlich wirklich ein großes Problem, dass wir diese Dinge nicht forcieren. Das hat aber auch einen geschichtlichen Hintergrund, da wir die berühmten German Games, mittlerweile nennen wir sie in der Branche Eurogames tatsächlich, aber German Games, die nach dem Krieg entstanden sind und diese ganze Entwicklung, die stattgefunden hat, beginnend mit Hase und Igel dann so richtig im Großen, als es dann das Spiel des Jahres gab. Das sind Spiele, die sollen genau das Gegenteil sein von was wir quasi aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs mitgenommen haben. Teil der Aufarbeitung und keine direkten Konflikte. Liebevolle Themen. Und dadurch hat sich halt bei uns eine ganze Kultur entwickelt von Spielen, die gerade das Gegenteil versuchen. Nämlich keine ernsten Themen, möglichst leicht, seicht, keine Konfrontation. Brettspiele erscheinen erst einmal nutzlos, weil sie keinen Zweck verfolgen. Aber ähnlich wie der menschliche Schlaf sind sie absolut relevant, dass wir uns entspannen, dass wir uns fit machen, wieder für den Alltag. Und Spiele lösen Probleme, lösen Konflikte. Es soll auch eine Botschaft vermitteln. Ich bin der Meinung, man sollte sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigen, mit Biologie, mit der Natur. Es gibt viele Themen, die man gerade mit jüngeren Spielern sehr gut aufarbeiten kann in einem Spiel, um die Leute auch mal aufmerksam zu machen auf bestimmte Dinge. In Ökosystemen spielen 2 bis 6 Spieler darum, dass jeder sein eigenes Ökosystem aufbaut, und zwar besser als der andere. Denn am Ende wird man bestraft, wenn das Ökosystem nicht sehr divers ist. Man denkt, Brettspiele sind nur ein Hobby. Mit Brettspielen können wir aber auch lernen, ohne zu merken, dass wir lernen. In Neoville geht es darum, eine Stadt in der Zukunft und in Einklang mit der Natur zu bauen. Wir müssen auf die Beschaffenheit der Böden und der Gebäude achten, um die beste Stadt zu errichten. Ein bisschen futuristisch quasi. Unsere Idee ist, die Bildsprache von dem ganz normalen Kartendeck neu zu designen. Und zwar heißt das für uns, dass es neben dem König auch eine Königin auf der K-Karte gibt und alle Personen, also Königinnen, Damen und Buben, vielfältig abgebildet sind. Spiele sollen natürlich Spaß machen und unterhalten. Das schließt sich aber ja nicht gegenseitig aus, dass vielfältig Menschen abgebildet sind, weil ja auch vielfältige Menschen oder alle Menschen mit einem Spiel Spaß haben sollen und deshalb sollen auch alle Menschen in Spielen abgebildet sein. Ja, also ich bin kein Freund von Tierausbeutung, bin sehr tierlieber Mensch. Der ganze Verlag ist sehr tierlieb aufgestellt und wir haben ein Spiel abgelehnt, gerade vor wenigen Wochen, bei dem es um Massenfischerei ging. Da musste man mit großen Schleppnetzen viele Fische einfangen und das fand ich schlichtweg geschmacklos. Ich weiß nicht, welche Botschaft ich da mit den Spielern vermitteln möchte, dass das lustig ist oder was, kann ich nicht machen. Um eine wirkliche Veränderung in der Gesellschaft zu bewirken, müssen solche Themen ein Teil von unserem Alltag werden. Unser Spiel heißt Gigawatt. Es geht um die Energiewende. Wir haben das Projekt mit 3 Freunden gestartet. Wir arbeiten alle selbst in der Energiewirtschaft und wir alle lieben Spiele. Und wir sind auch wirklich sehr leidenschaftlich, wenn es um die Energiewende geht und Nachhaltigkeit. Aber wir finden auch, dass es ein echt sehr kompliziertes Thema ist. Viele Menschen haben da eine eigene Meinung dazu. Ich denke, Menschen, Unternehmen oder auch die Politik sollten versuchen, komplizierte Themen in ein Brettspiel zu packen. Immer dann, wenn es um Probleme geht, die schwierig zu lösen sind, um es so den Menschen näher zu bringen.
to a board game and then spread it to people. Brettspiele sind in der Zukunft dazu nützlich, die Herausforderungen der Menschheit auch konkreter und besser anzugehen, nach Lösungskonzepten zu suchen, Vielfalt in der Diskussion entstehen zu lassen. Wie wollen wir die Klimakrise, wie wollen wir die Herausforderung einer ganz anderen Art des Wirtschaftens lösen? Und da sind Brettspiele eben eine für mich passende, gute Methode, ein gutes Medium, eben danach zu suchen und damit umzugehen. Spiele haben eine ganz grundlegende Funktion. Ohne Spiele würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren und würde keine Gesellschaft funktionieren. Spielen ist das, was uns Menschen ausmacht. Spielen ist das, was wir als anthropologische Konstanten in uns haben. Wir sind spielende Wesen. Von Anfang an, von Geburt an, vom ersten Griff des kleinen Kindes nach der Hand der Mutter. Sie sind künstliche Herausforderungen, aber sie bereiten uns darauf vor, auch in die Realität gestärkt mit Optimismus reinzugehen, um dort Herausforderungen zu bewältigen. Wir kreieren Ideen, wir leben, indem wir Neues erfinden, wir arbeiten, wir entwickeln uns, indem wir spielen, und zwar von Kindesbeinen an bis ins Grab. Ich kann die Konflikte der Wirklichkeit eben in so einem Spiel sehr gut auch verarbeiten, variieren, kreativ sein, Kunst entwickeln und eben die Welt anders beleuchten und betrachten. Das Potenzial, was Spiele haben, ist jetzt erst so richtig bewusst geworden. Denn es galt tatsächlich lange Zeit, Spielzeug und Spiele als Kinderkram, das machen die Kleinen, und wenn die dann erwachsen sind und beim Ernst des Lebens angekommen sind, dann hören sie schon auf und werden vernünftig. Ich führe diesen Kampf für das Kulturgut Brettspiel, weil es eben bis jetzt sehr, sehr wenig beachtet worden ist im politischen Umfeld. Es gibt verschiedene Stellungnahmen von verschiedenen Parteien zum Thema Brettspiele als Kulturgut. Da ist der Konsens letztendlich wirklich so, dass Brettspiele ein Kulturgut sind. Die rechtlichen Schritte, die daraus eigentlich folgen würden, nämlich die Aufnahme in die Deutsche Nationalbibliothek und aber auch quasi dieser Schutz, der dadurch gewährleistet ist, die kommen einfach nicht, die rechtlichen Schritte. Das versuche ich eben mit meinen Aktivitäten im Institut zu verändern, dass also Spiele ernster genommen werden, das Spiel als Methode entdeckt wird und als Element auch für andere Themenbereiche außerhalb der Spielewelt entdeckt wird. Brettspiele sind so Teil unserer Gesellschaft und so Teil dessen, was Alltagskultur ausmacht, was Spielkultur ausmacht, was Lebenskultur ausmacht. Das ist nicht wegzudenken. Und auch dadurch, dass gerade Brettspiel-Nerds ja keine kleine Gruppe sind, das sind ja riesige Teile unserer Bevölkerung, die rasend gerne Brettspiele spielen. Also das ist Kulturgut. Jenseits jeglicher Anerkennung ist das ein Fakt.